Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen und schöne Grüße aus der Sonne Spaniens. Und ich war euch ja noch ein kleines Video schuldig zum Thema Hut, diesem kleinen Tool, welches vorwiegend für Autos gemacht wurde, um Energieverbräuche zu messen, und zwar aus der Ferne zu messen. Und ich habe das so ein Stück weit zweckentfremdet für meine Insel-Solaranlage genutzt, die ich zu Hause habe. Und jetzt bin ich schon seit einer guten Woche in Spanien und konnte also jeden Tag sehen, wie ist denn Stand der Ladung. Und ihr könnt das jetzt auch gerade sehen, ne? Jetzt haben wir hier volle Ladung, also der Akku, der ist voll. Es gehen noch 0,71 Ampere gerade in den Akku rein. Ja, super. Also der Akku ist voll. Ich konnte jetzt gleich mal meine Nachteinspeisung starten. Das heißt, ein Stück weit wird der Akku jetzt wieder entladen. Und wenn wir hier mal auf dieses Datum gucken, das heutige Datum mit der Uhrzeit, dieser Wert, den ihr jetzt hier seht, der stammt von 16:25 Uhr. Ja, und jetzt haben wir es 16:55 Uhr. Das heißt, ich könnte mal probieren, ob ich jetzt eine Aktualisierung da kriege. Nee, gibt es noch nicht. Denn der kürzeste Intervall von der Aktualisierung der Daten ist eine halbe Stunde. Und das wäre jetzt mit 16:55 Uhr ja der Fall. Ich probiere es mal nochmal. Nö, da passiert noch nichts. Egal, dann gucken wir mal rein. Wenn ich da drauf kriege, sehe ich im Grunde genommen auch nochmal die einzelnen Werte. Hätte ich jetzt mehrere von diesen Geräten in Betrieb, würde ich jetzt wahrscheinlich hier die anderen auch noch sehen. Aber also mehr an Plus an Informationen gibt es jetzt tatsächlich hier nicht. So, jetzt gehe ich nochmal zurück. Jetzt probiere ich das gleich nochmal. Jetzt sind wir schon mehr als eine halbe Stunde drüber. Ha! Und siehe da, es hat funktioniert. Ihr seht jetzt, ja, es sind 13,38 Volt in dem Akku, weil es wird nämlich gerade entladen. Durch meine Nachteinspeisung, die ich jetzt schon starten konnte, weil der Akku voll war, gehen so im Schnitt 7, 8 Ampere oder 9 vielleicht, zieht es aus der Batterie, aber dadurch, dass ich ja noch Energie tanke durch die Sonnenschein, offenbar habe ich Sonnenschein bei mir zu Hause, ja, gehen 7 Ampere rein in den Akku, 9 Ampere gehen raus und kumuliert sind es dann halt 2,21 Ampere, die gerade aus dem Akku rausfließen. Ja, also das ist die App, die ich euch eigentlich noch zeigen wollte. Und jetzt habe ich aus der Ferne aber noch was viel Cooleres entdeckt. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar gibt es ja noch die Webplattform von dem Teil. Und dazu muss ich jetzt mal in meinen Browser gehen. Ich schwenke mal auf die Queransicht. Und so sieht das Ganze aus dem Web aus. Ja. Wir haben hier wieder diese ganzen Daten. Wir sehen jetzt hier auch den aktuellen Wert von dem Akku, ja, 13,38, minus 2,21 gehen raus. Was aber cooler ist, ist das hier unten noch. Hier seht ihr, könnt ihr euch jetzt einstellen, so ein Tagesverlauf an Spannung, Stromstärke, sowie auch den Tagesverlauf der Luftfeuchte, oder ihr schaut euch das Ganze an für die ganze Woche, dann sieht das so aus, oder für den ganzen Monat, was jetzt bei mir natürlich noch nicht gibt. Sehr witzig finde ich dieses Zittern hier, wenn er die Daten lädt. Ja, genau, also das ist schon mal ziemlich cool, wenn auch relativ unübersichtlich. Und jetzt gibt es aber noch etwas, das ist richtig, richtig stark. Also jetzt bin ich wieder auf die Tagesansicht gegangen. Jetzt ist mir das vielleicht auch noch zu wenig. Jetzt kann ich hier über diesen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ihr seht hier oben diese 3 Icons. Und wenn ich auf den linken davon drücke, dann kann ich mir den Zoom-Bereich hier anschauen. Und dann lädt es mir den Zoom-Bereich hier rein. Und dann sehe ich auch nochmal diese Werte. Ich kann jetzt hier die einzelnen Werte anklicken. Sehe, wie Stand der Dinge ist. Ja. Jetzt kann ich den Zoom-Bereich wieder zurücksetzen. Kann
wieder reinzoomen, kann noch weiter reinzoomen, wenn ich denn das will, wenn das dann für mich irgendwie einen Sinn ergibt, und kann auch sofort wieder komplett rausgehen und dann sehe ich eben die Tagesansicht. Das ist etwas, das bietet die App noch nicht, das bietet aber die Webversion, und das finde ich natürlich sehr, sehr, sehr spannend, gerade wenn man das Ganze mal im Zusammenhang über einen längeren Zeitraum sehen will. Ja. Was gibt es, was ich mir wünschen würde? Zum einen, dass dieses Teil auch in der App zu sehen ist, damit ich jetzt nicht in den Webbrowser gehen muss. Und dann würde ich mir natürlich wünschen, dass ich hier diese 2 Felder vielleicht einzeln sehen würde. Vielleicht ist auch die Auflösung meines Tablets nicht so besonders, keine Ahnung. Aber ich sage mal, im Großen und Ganzen ist das jetzt sehr Pipi-Kram im Vergleich zu dem, was eben dieses Tool bietet. Und ja, am Ende will ich vielleicht noch ein Fazit geben. Das ist super. Es ist wirklich super für eine Überwachung einer Solarinselanlage aus der Ferne. Dafür kann man ein Teil nutzen, was eigentlich ursprünglich für Autos gemacht wurde. Ja, also wenn ihr mehr davon wissen werdet, ich werde euch in der Beschreibung noch den Link zu der Webseite von Hoots reinhauen, und wenn ihr Fragen habt, immer sehr gerne einen Kommentar. Über ein Like würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und damit war es das für heute, das kurze Update. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Tool und sende euch schöne Grüße aus der spanischen Sonne. Bis zum nächsten Mal.